So, ich bin ja im Anhauser Tal und da stelle ich euch jetzt da ein Biberrevier vor, was so kurz hinterm Sportplatz liegt. So, war eine Zeit lang nichts, bin schon gut hinterm Sportplatz, aber hier ist den ersten wirklich schön intakten Biberdamm. Das ist, so, das ist der Rückstau vom ersten Damm. Ja, und jetzt von hier aus sieht man dann auch schon den zweiten Damm. Ja, und da auch so ein kleiner Blick über den Rückstau. In der Kurve sieht man nichts. Und hier sieht man nicht den nächsten Damm. So, hier sieht man schön die Ausstiegsspuren vom Biber. Auch Traktorfallen genannt. Aber muss man eigentlich sagen, eigentlich dürfte nach dem Bienenvolksbegehren müsste, glaube ich, mindestens 1 Meter Platz sein, oder wenn nicht sogar 5, auch in Bayern. Und es wird hier eindeutig nicht eingehalten. Ich bin hier so am Ende vom Rückstau. Wo es hat ja leider keinen Damm. Aber vielleicht hat er da oben noch was. Oh. Und so sagen, wo ich jetzt hinzoome, da war der andere Damm. Sieht so aus, ja, das war's so schon mit. Moment, ich glaube, da hat es ein Biber da mit Röhren. Ich wollte schon gerade sagen, das war's, aber da habe ich gerade was erblickt. Sieht so aus, als war der Biber danach sauer. Naja, erstaunlich ist, hat tatsächlich den Damm scheinbar aufgegeben, nachdem man da geärgert hat. Aber macht eigentlich echt äußerst selten, dass er seinen Bock verliert. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Das könnte vielleicht die Biberburg sein, aber so richtig sicher bin ich mir da nicht. Hier geht ein kleiner Bach rein. Müssen wir auf dem Rücken auf der anderen Seite entlang gehen. Weil dann ist er da am Waldrand. Ist er tätig. Er folgt dem Bach da zum Wald. Schauen wir mal, vielleicht hat es hinten noch irgendwelche Überraschungen drin. Nachdem hier gerade so eine schöne Brücke hat, schauen wir gleich mal nach hinten. Erstmal Planänderung. Da steht eine Wiese unter Wasser. Da muss ich hier noch gleich einen fetten Damm haben, wenn das Wasser da so hoch in die Wiese reindrückt. Man hört es schon gut rauschen. Ah ja, da ist er. Jawohl, das ist mal ein richtig schöner Damm. Ja, ich glaube, der ist fast 2 Meter hoch. Da legst du nieder. Und hat sich auch nicht durch die Bojen da beeindrucken lassen. Braver Biber. Okay, interessant. Da haben wir so einen Ableitungskanal gemacht. Und dann wird nur das Material vom Gitter weggemacht. Und dann kann das Wasser da abfließen, dass die Wiese nicht ganz unter Wasser geht. Dieser Damm ist ansonsten absolut dicht. Das ganze Wasser geht da außen rum. Genau. Und der kleine Bach, habe ich schon gewundert, habe ich gar nicht gekannt. Der ist eigentlich entstanden, dass dieser Rückstau hier den Graben füllt. Und dann da hoch zum Wald geht. Wir schauen, dass ich hier irgendwie zum Wald komme. Es wird gar nicht so leicht sein, weil die ganze Wiese steht hier im Wasser. So, das ist sozusagen der Umleitungskanal von unten. Aber das Hauptwasser strömt hier über die Wiese
zurück in den Anhauser Bach. So, und da, wo man die roten Tonnen sieht, da ist der Damm. Ja, okay, jetzt da, um das zum Wald ranzukommen, lasse ich es bleiben. Ich habe meinen Trockenanzug vom Kajakfahren nicht dabei. Man kann auch sagen, das hier ist ein schönes Amphibienparadies. Die Wiese, die eigentlich zu 80% geflutete Wiese da drüben, da fühlen sich Reptilien und Amphibien wohl. Und zugeben, vielleicht wenn mir die Wiese gehören würde, ich wäre weniger begeistert. Aber als Grundbesitzloser natürlich echt stark. Die Bescherung ist ja auch etwas größer als ersten Blick gesehen, weil es werden hier die Entwässerungsgräben zu Bewässerungsgräben. Aber jetzt habe ich sie gefunden. Der baute wirklich mit sehr viel Erde. Das erste war wohl dann doch eine Biberburg. Aber das hier ist eindeutig die Hauptburg. Ein echt tolles Teil. So, und das ist jetzt die Biberburg. Schön mit Erde abgedeckt, dass es gut isoliert ist für den Winter. Da ist ein Pudel warm drin. Ein bisschen Blick, wie man sieht, so über den Rückstau. Hier die Biberburg. Und so etwa 20 Meter da, wo ich jetzt hinzoome, etwa da ist der Damm. So, weil die Burg so schön ist, gleich nochmal. Noch ein bisschen den Rückstau. Also ich glaube, wenn so manch ein Diedorfer wüsste, was für eine mächtige Talsperre da drin ist, dann hätten so manch ein Diedorfer schlaflose Nächte. Ja, der Biber ist hier in diesem Revier zu echten Verzweiflungstaten genötigt. Er muss sich von Erlen ernähren. Aber das ist hier der vorherrschende Baum im Anhauser Tal. Also am Anhauser Bach. Das ist die Biberburg von der Rückseite. Ja, richtig schön begehbar. Ich muss schon sagen, der Biber ist echt sehr kälteempfindlich. So abisolieren tut man Wehrtachtbiber, sein Bau aber nie. Ja, der ist wirklich sehr warm in seinem Bau. Dann geht was schon vermutlich im Winterhalbjahr saunieren. Hier ist der Fellplatz und da haben wir gleich die Eichen mal gesichert. Oh, und das ist jetzt hier so ein eigentlicher Fellplatz. Da musste man armer Biber hier keine totale Ehrendiät einlegen. Ein Stück umlaufen müssen, aber ich glaube, jetzt komme ich in eine sehr blöde Umgebung. Da ein riesen Holzhaufen, da ein Holzhaufen. Das wird doch heißen, hier werden Dämme rausgerissen. Wenn wir anschauen. Aber ich glaube, ich kann mich schon ärgern, dass ich nicht Wendler heiße. Dann müsste es Feuer geben. Aber ich bin lieb, brav und nett und mache nichts. Das ist der erste Damm, der immer wieder mal eingerissen wird. Den habe ich von weitem gar nicht gesehen, den Holzhaufen. Aber man sieht, der Biber lässt sich nicht entmutigen. Schauen wir mal, was bei den anderen Dämmen ist. Ja, kurz am Bach. Ich muss sagen, der Rückstau von dem Damm, der ist echt nicht schlecht. Der geht, ist etwa 10 Meter vor dem Hochsitz.
auch schon oft wieder mal Biodämme rausgenommen worden. Aber da ist der andere Damm so hoch, dass der eigentlich gar nicht benötigt wird. So, das ist ein Riesenhaufen, den wir auch von Weitem gesehen haben. Wo die Biberdamm scheinbar laufend rausgenommen wird. Von dem streng geschützten Nagetier. Okay, aber wir würden halt die ganzen Wiesen hier unter Wasser sein, aber es wäre dann halt auch ein Paradies für Reptilien und Amphibien und so. Und manchmal Libellenlarven. Naja, aber wie gesagt, es ist nicht meine Wiese. Dann will ich wahrscheinlich Schnappatmung kriegen. Genau wie ich jetzt Schnappatmung kriege, dass da die Dämme rausgerissen werden. Hier ist der nächste Haufen, wo der Damm regelmäßig rausgerissen wird. Aber muss man sagen, so ist in diesem Bereich hier ist er wirklich nicht mehr wirklich tätig. Es hat keine Biberausstiege mehr. Das hat er wohl scheinbar aufgegeben. Da hat man ihn vergrämt. Da im Gebüsch sind die Überreste von einem ehemaligen Bau. So, aber noch habe ich Chancen, dass was kommt. Angeblich hat es auf höheren Marderquelle das nächste Biberrevier. So, ich hatte ein größeres Stück, wo ich nicht hinkomme. Da ist es eine Weide mit Stacheldraht. Da komme ich jetzt nicht wirklich hin. Aber es sieht nicht so aus, als ob da was drin wäre. Schau mal, wenn man von Weitem was sieht, dann muss ich wohl doch über den Zaun. Ja, sieht so aus, haben wir sich gleich zur Biberabwehr sich einen Bagger zugelegt. Das heißt, das Gebiet einmal umlaufen. Und es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas drin gewesen. Aber wenn irgendein guter Hacker ist, dann kann man so einen Satelliten hacken, dann kann man mal nachgucken. Wollen wir ein aktuelles Bild und kein Google Maps Bild. Ein blödes Gebiet, ein Zaun hintereinander. So, wir zurück am Bach. Der Zaun hat da sozusagen ein Sumpfgebiet abgesperrt. Ja, aber bisher auch hier keine Biberspuren. So, jetzt hat es doch rentiert, da ich mich gute 500 Meter durch den Wald geschlagen habe. Weil hier ist schon ein neues Biberrevier. Da hat es einen Biberdamm. Da bin ich dann mal gespannt, wie viele Dämme da noch kommen. So, so. Ein Nachtrag. Ich bin hier beim zweiten Biberrevier im Anhauser Tal und jetzt gehen wir uns das mal anschauen. Wir müssen echt Obacht geben. Hier hat unter dem Gras gemeine Biberfallen versteckt. Also Fallen, die der Biber baut. Das ist wohl eine Co-Produktion. Wohl ein Biberdamm plus Verklausung von Baufellarbeiten. Aber auf jeden Fall führt um dieses Bauwerk oder natürliche Verklausung hier eine Biberspur außenrum. Da wird das Hindernis umlaufen. Das ist gerade passiert. Jetzt bin ich hier in eine Biberröhre eingebrochen, die mit Holz abgedeckt war. Also hier ist eindeutig vom Biber was los. Auch wenn es bisher nur einen Damm drin gehabt hat. Es könnte natürlich auch sein, dass hier nur ein Biber ist, der von daheim hat ausziehen müssen. Weil bisher eigentlich wirklich nur ein Damm drin war. So, allmählich nähere ich mich wieder einem Bibergebiet. Die Biberröhren nebenzu. So, sieht so aus, als nähere ich mich jetzt einem größeren Biberrevier. Hinter mir raus schon ein Damm. Und in der Ferne habe ich schon einen zweiten gesehen. Schau mal, ich glaube, jetzt kommt was Gutes. Schauen wir mal. So, da hat es den ersten Damm. Und da vorne läuft was über die Wiese. Das heißt,
dahinter muss noch ein Damm kommen. Also sehr große Schilfwiesen und so. Schauen wir mal, ob wir zum Zeiten überhaupt hinkommen. Da ist mal der Staudamm von oben. Und da kommt der Bach von oben reingeflossen. Ich nehme an, er wird von einem anderen Staudamm oben abgeleitet. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Also kann auch gut weit oben sein. Da ist noch eine Brücke. Schauen wir mal, dass wir zu der hinkommen. So, das Schilffeld geht aber umlaufen. Da gehe ich nicht am Bachlauf irgendwie durchschlagen. Dann soll ich ja da zur Brücke kommen. Also ich bin jetzt hier oberhalb vom zweiten Damm, der wirklich eine schöne Überschwemmung macht. Da flutet schon fast die Brücke. So, das ist ein Blick von oben auf den Damm. Wo ist ein Problem? Von unten komme ich da nicht ran. Der wird links und rechts vom Wasser umflutet. Da habe ich keine Chance. Und der Damm markiert auch gleichzeitig die Fischwassergrenze. Ich schätze mal, mit diesem Damm sind die Fischer hoch einverstanden. Dann können die Fische nicht so leicht abhauen. Und das ist ja auch etwas größere Wasserableitungskanal auf der rechten Seite. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwie folgen können. Rechts geht es nicht, da ist nur Schilf. Da kann ich schlecht durchschlagen. Aber gehen wir mal da durch den Wald, da könnte es vielleicht funktionieren. Schauen wir mal. So, das ist nochmal ein kurzer Blick in die Ausleitung. Es scheint da lang zu gehen. Ne? Also keine Ahnung, ob das hier eine alte Rinne ist oder ob das hier das Bachbett ist. Ich sage ja, das dürfte das Bachbett sein. Ja, ist es. So, hier haben wir ein bisschen einen Überblick über den Bibersee. So, hier bin ich gleich so ziemlich zwischen zwei Biberdämmen. Da höre ich schon wieder irgendwas gluckern. Muss da irgendwo vorne im Eck sein. Es kann schwer werden, da hinzukommen. Hier wird es wieder sehr, sehr feucht. Das ist die Frage, näher komme ich nicht hin. Ob es hier ein Biberdamm ist oder bloß eine Verklausung, keine Ahnung. Kann ich von hier aus nicht wirklich sicher sagen. Auf jeden Fall, hier ist alles sehr feucht, aber es kann auch einfach Quellgebiet sein, was das auslöst. Keine Ahnung. Hilft nichts, hier muss ich doch mal weiter weg. Das ist ja eindeutig auch Quellgebiet, hier wird es zu sumpfig. Da muss ich am Waldrand entlang, das wird zu gefährlich. Ich habe Glück, der Bachlauf kommt zum Waldrand und jetzt da müssen wir ein bisschen dran zurücklaufen können. Da kommen wir zumindest wieder eine Schleife dahin. Können wir da abkürzen und können wir mal spinksen gehen. Das sieht einigermaßen trocken aus. So, bin immer noch im Weg zurück. Schauen wir mal, wie weit es noch geht. Auf jeden Fall hat es hier massenweise Wildschweinspuren. Hier ist aber jetzt Schluss. Da komme ich kaum durch. Da gehe ich weg. Ich hätte eh schon vor beinahe meine Schuhe verloren. Okay, wieder zurück. Oh, da bin ich zu früh gefolgt vom Geräusch her. Das ist einfach eine Verklausung. Aber daneben dran sieht man schön die Umlaufungsspur vom Biber. Da geht er immer außen herum. So, und hier schnabuliert er auch gerne an Fichten. Ja, so hart. Das ist wahrscheinlich wie eine Süßigkeit. Ja, hier wird wohl bald der Biber eine Insel entstehen lassen, wenn er weiterläuft. Bin ja gespannt, ob da noch ein Damm kommt da hinten.
sieht so aus. Ja, das Biberrevier hier zu Ende. Ich habe schon mehrere flache Abschnitte gehabt. Ohne Damm. Der Wasserspiegel steigt. Schauen wir mal, ob dahinter noch was kommt. Vielleicht kannst du noch ein drittes Revier. So, ich muss auch wieder ein größeres Teil umwandern. Da ist kein Hinkommen. Zu viel Natur. So, und das zum Wort zu viel Natur. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das dürfte hier die Mauer sein von den Anhauser Weihern. Genau, da lag ich richtig.